Alter Vater. Boah. Wie Jeremy Clarkson mal sagte, Power! Der direkte Gegner vom BMW M5 F90. So, liebe Leute, wir haben Samstag und ihr wisst, samstags haben wir normalerweise geschlossen, aber ich mache heute so ein Harakat-Video. Ja, Araber unter euch, die wissen, was Harakat heißt. Ich mache heute ein Harakat-Video und zwar, wir haben keinen Kameramann da, wir haben eigentlich niemanden da, obwohl der Alex ist da, am Telefon. Der hat mir ein bisschen geholfen gerade, der war zufällig in der Gegend und das ist der Dennis. Das ist der Balkan Dennis, ne? Restaurant Balkan, ganz cooles, super geiles Restaurant. In Remscheid müsst ihr hingehen, wenn ich die ganzen Live-Videos, eigentlich habe ich bis jetzt nur bei dir live gemacht. Wenn ich die ganzen Live-Video, Instagram-Videos mache und so, dann bin ich mal beim Balkan Dennis essen. Also, warum sind wir heute hier? Wir möchten ein kurzes, knappes Video machen von diesem E63S 4matic Plus. Warum? Weil ich den M5 F90 ja schon getestet habe und der hat wirklich von der Performance her war er besser als angegeben, besser als original und da das natürlich der direkte Rivale ist von dem Auto, möchten wir sehen, A, von der Leistung her, macht er mehr Leistung als Angabe oder weniger und B, fahre ich gleich damit noch und dann gucken wir mal, ist er 100, 200 schneller oder langsamer? Und ist er 0-100 schneller oder langsamer? Wir haben gesehen, der M5 F90 ist angegeben mit, ich glaube, 3,4 Sekunden 0-100 und ich bin 3,13 gefahren oder 3,12. Also 3,1 Sekunden war die schnellste Zeit, das war Bombe. Und 100-200 war die schnellste Zeit 6,944. Also sagen wir mal 7 Sekunden 100-200. Es gibt verschiedene Videos, da werden beide Autos zusammen verglichen. Die machen Drag Races, die machen Rolling Races und die sind eigentlich immer beide ungefähr gleich. Das heißt, normalerweise müssten wir von den Werten her gleich sein. Jetzt gucken wir aber erstmal, was der an Leistung machen soll. 850 Newtonmeter, 612 PS sollen es sein. Wir machen kurz eine Leistungsmessung und schauen mal, wie viel Dampf die Kiste jetzt machen wird. So, wie gesagt, heute Freestyle, heute gibt es wieder Vlog-Style. Boah, mein Arm. Puh. Heute gibt es wieder Vlogging-Style, also nur Vlogs, nur mit der Vlogkamera, mit der Legria und wichtig ist ja eigentlich, dass ihr die Informationen bekommt. Ne? Das wollt ihr ja wissen. Ne? Heute haben wir also keine Kinoproduktion, aber das wird sich in Zukunft übrigens ändern, ja? Weil wir haben noch neuen Mediengestalter oder wir haben einen neuen Mediengestalter und 2019 wird richtig geil videomäßig für euch. So, genug gequatscht. Ich messe jetzt mal und dann schauen wir mal, macht er mehr als 612 PS und 58 Newtonmeter oder macht er weniger als 612 PS und 58 Newtonmeter? Das erfahren wir jetzt. Balkan Dennis, der ist natürlich sehr stolz auf sein Vehikel. Wir haben 673 PS, sogar runterkorrigiert von 692, war was relativ frisch haben jetzt. Und 834 Newtonmeter, 58 sollte er haben, ne? Bisschen weniger Drehmoment als angegeben, aber dafür mehr Leistung. Die Kurve könnt ihr sehen, sieht auch sehr, sehr schön aus, ja. Ein wunderschön linearer Verlauf, das Ding hat Bums. Wenn wir jetzt auch logisch denken, müsste der eigentlich schneller sein als der M5 F90, aber der ist noch schwerer. Richtig. Und apropos, wir messen natürlich im Dyno-Modus. Ja, Dyno-Modus bei dem Auto ist nur im Heckantrieb-Modus. Das heißt, wir haben im Heckantrieb gemessen, dann kamen diese Werte raus. Ob Heckantrieb, ob Allrad, ist aber eigentlich egal, weil die Leistung ist die Leistung, die der Motor macht und die der Motor produziert. So, ich schwimme mich ins Auto, fahre jetzt mal und dann schauen wir mal, M5 F90 oder E63S. Wir werden es rausfinden. So, liebe Leute, ein bisschen kühler machen.
Wir haben gerade die Leistungsmessung gemacht und ihr habt gesehen, 612 PS, 850 Newtonmeter sollen anliegen, aber es liegen 673 PS und 835 Newtonmeter an. Also ein bisschen weniger Newtonmeter als Angabe, das ist immer in Ordnung, aber dafür 50, 60 PS mehr. Das heißt, das Ding muss marschieren und das ist ja im Endeffekt, wie ich schon eben gesagt habe, es ist der 1:1 der direkte Gegner vom BMW M5 F90. So, vom BMW M5 F90. Wir gehen jetzt hier erstmal hier auf Individual. So, nee, gehen wir erstmal auf Komfort. Genau. Der BMW M5 F90 hat mich wirklich. Ich hasse Panoramadächer. Musst du machen? Nein? Oh, schön. Der BMW M5 F90 hat mich von den Fahrwerten her absolut umgehauen. 0-100 in 3,145, sowas können wir nachher genau vergleichen. 100-200 konstant 7 Sekunden. Das ist Wahnsinn. Leistungsmäßig waren es, glaube ich, 647 PS, habe ich ja gesagt. Also auch mehr als Angabe. Die beiden Fahrzeuge interessanterweise streuen gleich viel hoch. Ja? Also die haben beide so 40, 50, fast sogar 60 PS mehr. Und das erklärt aber auch die Zeiten. Ja? Ich bin wirklich gespannt, wie schnell ist der E63S 4matic Plus. Ja? 100-200 und wie schnell ist so ein 0-100? Das ist auch ganz wichtig. Ja? Ich werde beide, wir haben von den Temperaturen, da sind wir ungefähr gleich. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 12 Grad draußen. Dann wir eben AMG, ja, jetzt. Ich finde das mit dem Dingens hier schon so ein bisschen interessant. Wie das hier, Daumen. Check Basic Command starten, nein. Ja gut, okay, schauen wir mal. Jetzt. AMG, so, das wollen wir sehen. So, Boost, Öl und das ist die Polizei. Und ich bin wirklich gespannt. Man sieht, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, man sieht oder man hat schon mal verschiedene Videos gesehen, wo die Fahrzeuge Kopf an Kopf gegeneinander antreten und die sind beide gleich schnell. Immer, je nachdem, wer halt gerade zuerst auf dem Gas ist, wer hat gerade ein bisschen, weiß ich nicht, bessere Luft abbekommen hat, ist dann ein Ticken schneller. Aber die Autos sind eigentlich in Real-World-Testing, sagt man so schon, sind sie gleich. Ja? Also von den Fahrwerten her. Wo ich gerade gesagt habe, Real-World-Testing, normalerweise müsste ich jetzt sagen, and this is the brand new Mercedes AMG E63S 4matic Plus. Was ein Name. Der Name ist fast besser ist noch der AMG GT63 S 4-Türer 4matic Plus. Oder 4-Türer kommt glaube ich am Ende. Egal. Auf jeden Fall. Was sagt mir mit beiden Händen am Lenkrad? Ui. Auf jeden Fall fahren wir jetzt mal, hauen direkt mal einen 0-100 raus. Das machen wir im Race-Modus dann auch. So, hauen direkt ein, 100-200 raus. Und dann, ich will mal so 2-3 100-200er Fahrten, habe ich ja mit dem M5 F90 auch gemacht. Und dann 2-3 0-100er Fahrten. Seien wir gespannt, wie das so marschiert. Aber der marschiert natürlich auch wie Hölle, ne? Also das merkt man auch. Da ist natürlich der Allrad. Der Allrad ist entscheidend. Hätte man, also stellt euch vor, ein C63 mit Allrad und den Leistungsdaten von dem Auto hier. Ey, sorry, aber da könnt eigentlich alles andere könnt ihr eigentlich schon einpacken. Weil der C63, das Problem ist, beim C63 ist, dass der vor Kraft gar nicht laufen kann. Das ist das Problem. Pam, pam. Ansonsten, ich bin ja jetzt kein großer Car-Reviewer. Ja gut, von der Verarbeitung her natürlich Bombe. Das ist mir bei Audi aufgefallen. What? Das ist bei Audi aufgefallen. Da kann man selbst für viel Geld, oder konnte man, jetzt aber kein beledertes Armaturenbrett bestellen. Habe ich auch noch nie gesehen. Bei BMW geht das, bei Mercedes geht das natürlich wunderschön. Das ist übrigens eine Edition One, glaube ich sogar auch. So, also, erste 100-200er Fahrt. Gucken wir mal, ob wir sie direkt rausgehauen kriegen. Sieht gut aus und
F90. Ist gleich schnell. Gleich, erste Fahrt 701. Wir fahren mal weiter. Aber es ist wirklich, es ist die Polizei auf der Autobahn. Also kann ich jetzt hier mal schön durchladen. Wir fahren, wir fahren mal bis hinten durch. Wir fahren mal bis hinten durch. So. Ein beschleuniges Weg durch nachher. Und let's go. Zweite Fahrt, heißt es 7398. Man muss dazu sagen, das ist so eine Sache, dass da muss AMG oder Mercedes, AMG noch ein klein bisschen mehr Gas geben, finde ich vielleicht, ist die Ladeluftkühlung. Das Problem bei wassergekühlten Ladeluftkreisläufen ist, man macht eine Fahrt, alles hitzt sich auf bis zum übelsten Erbrechen und dann braucht es erstmal seine Zeit, bis das wieder runterkühlt. Ja, das war beim M5 F90 einen kleinen Ticken besser. Also wir hatten nicht so eine große Differenz, fast eine halbe Sekunde jetzt. Ne? Wir gucken einfach nochmal jetzt. Eine machen wir auch noch. 100 mehr fahren. Wir werden jetzt gucken, dass wir auf der Autobahn umdrehen und dann gleich vielleicht noch eine raushauen, aber wir warten, dass er sich ein bisschen abkühlt. Die erste Fahrt, die erste Messung muss sitzen. Man kann das mit Software manipulieren, sagen wir es mal so, dass der immer weiter noch Druck macht. Das ist aber natürlich nicht das Beste. Also ich mache das zum Beispiel nicht gut für den Motor, ja, oder für das Aggregat, wollte ich eigentlich sagen. Deswegen machen wir das nicht, weil es ist ja auch zum Schutze des Motors. Wenn die Ladeluftkühlung in dem Moment nicht optimal ist, alles hitzt sich auf, wollen wir den Motor ja auch schonen. Das heißt, so die Ladeluft geht ein bisschen runter, vom Zündwinkel her fährt er auch nicht mehr ganz so aggressiv. Das heißt, wir warten jetzt erstmal und gucken, dass es sich ein bisschen kühlt, dann hauen wir vielleicht noch eine 100, 200er raus und dann machen wir mal 0-100. Also ich würde sagen, ganz klar, in einem, ich denke M5 F90 und E63 S4 Matic Plus, im ersten Rennen wären sie Kopf an Kopf, aber zweite, dritte, vierte Rennen wäre der M5 vorne. Das auf jeden Fall. Ready. Also ich sag mal so, ich glaube der M5 ist ein Ticken schneller. Wobei das sind Hundertstel, Tausendstel, ich meine, auch schwer zu sagen. Ne? Also so, wenn man nebeneinander fährt, wenn man so Vergleichsfahrten macht, wie man es ja so schön nennt, da ist es schwierig zu vergleichen. Ne? Wer war jetzt schneller, aber man kann es halt wieder sehen, Hundertstel, Tausendstel. M5 ist ein Ticken schneller, glaube ich. 27 realistisch. Also was sind wir gefahren hier? 7081 war die schnellste, 7398, 7315, 7231, 7212. Also 72 ist, glaube ich, das, was man als Richtwert nehmen kann. 0-100. Oh. Oh. 3290. Alter Vater. Oh. Wie Jeremy Clarkson mal sagte, Power! Aber es hat noch nicht gereicht, den M5 zu schlagen. Ich finde, das erste Mal, wenn das Ding anreißt, ne, das haut dir wirklich, dein Hirn stößt hinten am Schädel an. Ohne Scheiß. Dein Hirn stößt am Schädel an. So, machen gleich noch eine. Ready? Traktion ein bisschen verloren. Lassen wir machen das mal im Sportmodus jetzt. Also Traktionskontrolle an, Moment. So. Nee, das war nichts. 3-3. Nee, also auch da ist der Unterschied. Das ist ein Piep-Haar Unterschied, aber der M5 ist schneller.
Der M5 ist schneller. Aber ich meine, 0,2 Sekunden schneller. Das kann ein Reifenunterschied sein, das können so viele Sachen sein, aber der M5 ist schneller. Von 0 auf 100, sowohl als auch von 100 auf 200. So. Jetzt haben wir schon, jetzt haben wir ein langes Video. Also, ich würde sagen, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Fazit. Der M5 ist gemessen und getestet schneller. Ist er das bessere Auto? Ich weiß es nicht. Es ist wirklich Geschmackssache. Man muss sich dazu entscheiden. So, somit wäre dann jetzt auch, das gibt's doch nicht, ne? Ja, somit wäre dann auch unsere Messung zu Ende und das Video auch. Es ist eure Entscheidung, M5 F90 oder E63 S 4MATIC Plus. Beides sehr, sehr geile Autos. Ich hoffe, diese kleine Review hat euch gefallen. Und ich würde sagen, subscriben, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.